herzlich willkommen aus Arizona! Phoenix, Arizona. Und heute nehmen wir euch mit, denn wir wollen euch was ganz Spezielles zeigen. Wir sind ja kulinarisch immer auf höchstem Level unterwegs, kochen immer selbst und gehen eigentlich nie Fastfood essen, deswegen. Nee, gehen wir Fastfood essen. Let's go! Was soll denn hier so speziell sein? Ich weiß es nicht. Erzähl es mir und unseren Followern hier. Also, ich habe vor circa einem Jahr meine Mandeln operieren lassen, das weißt du ja noch. Das war schlimm. Und dann hat es mir auf Social Media immer Videos angezeigt, wie Leute so Chicken Fingers essen. Und die waren so unglaublich knusprig. Und irgendwie bin ich dann in so einem Rabbit Hole gelandet und da hat es mir nur noch von Raising Cane's diese Chicken Fingers angezeigt. Und seither steht es auf meiner Liste, dass ich die unbedingt probieren muss. Und Thiago muss jetzt mit, aber Thiago mag das sowieso, von dem her. Wir haben jetzt eigentlich gerade zu Mittag gegessen, das muss man schon sagen. Ja, aber das macht ja nichts. Weil die findet man nicht so viel und jetzt gehen wir mal dahin. Thank you. Und ja, jetzt gehen wir mal dahin, um zu schauen, ob es diesen... Jetzt habe ich ein Jahr darauf gewartet, auf diese knusprigen Chicken Fingers mit dieser Soße. Und ja, vielleicht ist es der Hype wert, vielleicht auch nicht. Wir werden es euch sagen. Mal sehen, ob das was ist. So, es ging jetzt aber schnell. Fastfood halt, ne? Ja, haha, Also- Fastfood, Wortspiel. Der eigentliche Star dieser Fastfood-Kette ist diese Soße. Sorry, falsch Kameraführung. Jetzt besser. Ist diese Soße. Und die probieren wir jetzt. Also Leute, das ist schon heiß. Egal. Everything for the video. Hat sich gelohnt, ein Jahr zu warten. Oh Ja? mein Gott, ja, es ist sehr lecker. Jetzt machen wir den Test mit Thiago. Wo ist denn das Angebissene von dir? Ja. So, Freunde. Probieren wir das mal. Ist lecker. Schmeckt. Schmeckt, ist saftig, das Hühnchen richtig saftig. Außen knusprig. Echt, Und die Soße? die Soße ist hervorragend, muss ich echt sagen. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Wir fahren von Phoenix über Sedona nach Utah. Die Landschaft, wie fast überall in den USA, einfach umwerfend. Riesige Kakteen ragen in den Himmel, die Sonne wärmt angenehm und das Licht malt alles in Gold. Wir meiden die Großstädte wie Phoenix und ziehen lieber weiter ins Weite. Je weiter wir fahren, desto rötlicher wird die Erde, bis sie im tiefen Rot glüht. Unser Ziel, das legendäre Monument Valley in Utah. Wir sind im Monument Valley, haben hier genächtigt, kommen ja jetzt aus dem Süden. Wir waren davor, wie hieß das schon wieder? Boah, ich vergesse das immer wieder. Wir waren in der Nähe von Phoenix, Arizona, um ein bisschen Wärme zu tanken. Wir haben uns dort einen RV-Stellplatz genommen für 2 Tage, um ein bisschen was am Fahrzeug zu machen und die Wärme zu genießen. Thiago hat es sehr gut gefallen, weil es war gefühlte 40 Grad. Love it! Wir haben unsere Klimaanlage getestet, die einwandfrei funktioniert. Ja. Und
Ja, dann haben wir uns entschieden, jetzt doch in die Region Utah zu kommen, weil eigentlich sind wir in 2 Wochen wieder hier. Ja, mit unseren Freunden sind wir hier. Wir wollten den Part hier skippen, aber wir haben jetzt gesagt, komm, wir können hier auch mehr als 2 Wochen verbringen, weil es richtig cool ist. Und ich habe dann im Internet was Nettes gefunden. Und das nennt sich die BDR, also BDR, Backcountry Discovery Road. Es ist sowas wie eine Association, die so Backcountry, also das heißt so Offroad-Straßen zusammenstellt, wo man legal durchfahren darf. Und unser Biggie ist ja für Offroad gemacht, das habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen. Und jetzt wollen wir ihn nochmal ein bisschen ins Offroad-Abenteuer stürzen. Und deswegen werden wir jetzt mal sicher den ersten, vielleicht noch den zweiten Part der BDR machen. Werden euch noch kurz eine Karte einblenden, wo die ungefähr lang führt. Und ja, das ist jetzt so das Ziel der nächsten paar Tage, da mal ein bisschen ins Abseits zu fahren. Start ist hier in der Nähe nördlich vom Monument Valley. Das heißt in der, wie heißt das, Valley of the Gods. Ja, genau. Da startet es. Genau, und jetzt heißt es Kaffee austrinken. Und dann machen wir mal langsam. Ah, okay. Weil seit wir in den USA sind, waren wir, auf dem RV-Platz waren wir mal 2 Nächte. Und ansonsten, wir stehen jeden Tag um 6 Uhr auf, weil dieses Land so viel zu bieten hat. Also stehen wir so früh auf, damit wir so den Tag voll genießen können. Und ich bin dann abends um 7 Uhr eigentlich schon ready zum Schlafen, weil es stockdunkel ist draußen. Und ja, unsere Freunde, die kommen aus der Schweiz und darum können wir so diese Offroad-Strecken nicht machen, weil die haben einen Mietcamper und die kommen da wahrscheinlich nicht überall durch. Darum machen wir das jetzt und danach machen wir die Nationalparks mit ihnen. Genau. Und das wird super, wir nehmen euch mit. Seid dabei und tschüss. Tschüss. Und tschüss. Wir kommen an im Valley of the Gods. Die Landschaft wirkt fast surreal. Gewaltige Felsformationen, rote Erde, absolute Ruhe. Viele nennen es das kleine, ruhigere Geschwisterchen vom Monument Valley, nur ohne Eintritt und ohne Touristenmassen. Der Scenic Drive führt rund 27 Kilometer über eine unbefestigte Schotterpiste, mitten durch diese Steinwelt. Und was man hier sieht, ist im Grunde ein Blick in die Erdgeschichte. Vor rund 250 Millionen Jahren war das hier eine riesige Wüste, durchzogen von Flüssen und Sedimenten. Wind, Wasser und Zeit haben Schicht für Schicht abgetragen, bis nur noch diese Türme und Tafelberge übrig blieben. Was für ein Start in unseren mehrtägigen Offroad-Trip. Wir kommen aus dem Staunen kaum mehr heraus. Genauso haben wir uns das Abenteuer in Utah vorgestellt. Ich bin wieder mal meine Kontrolle gemacht, gell? Nach der Mittagspause. Und dann ist das ja
abgeschabt worden. Wir wissen noch nicht genau. Ich denke, es war von einem Stein oder sowas. Was ist denn das? Das ist ein Stück vom Reifen, von der Flanke. Aber zum Glück sehr weit oben, also nahe am Profil. Somit, da haben wir wirklich circa, ich glaube, 10, 15 Zentimeter auf der Lauffläche. Somit sollte uns das nicht hitten, aber es ist wieder mal ein großes Winke an die neuen Reifen, die wir uns jetzt besorgen müssen. Weil die haben jetzt schon rund 46.000 Kilometer drauf, die Reifen. Machen immer noch einen guten Job. Aber jetzt langsam, bevor wir dann Richtung Südamerika gehen, müssen wir die ersetzen. Sag's nochmal. Jetzt zeigen wir euch einen Cybertruck, der ist auch Offroad unterwegs. Bolzt hier übers Gelände, du Wahnsinn, ne? Der Elon. Cooles Ding. Ah, geht so. Geht so. Möchtest du gerne einen Cybertruck haben? Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich einen möchte. Es sieht einfach cool aus, finde ich. So zu sehen, nicht zu besitzen. Denkst du, der wird in Europa irgendwann kommen? Ich denke nicht. Ich weiß nicht, es gibt ja, glaube ich, oder nicht? Ich weiß. Schreibt's doch mal in die Kommentare. Habt ihr schon mal solche Cybertrucks in Europa auf der Straße gesehen? Mir ist doch nie einer begegnet. Das erste Mal in Nordamerika, also in Kanada. So viel wie uns ist der auch wirklich so zum Offroaden und Campen und also in den USA und in Kanada wird dafür so geworben, dass man mit ihm Trailers ziehen kann, dass man mit ihm voll ins Gelände raus kann und so weiter. Und wir haben jetzt wirklich schon einige gesehen, nicht übermäßig viele, aber doch schon einige sind hier unterwegs. Ohne es zu wissen, steuern wir ihn an, den berüchtigten Moki Dogway. Der Moki Dogway ist eine steile, unbefestigte Passstraße im Süden von Utah. Sie wurde in den 50er Jahren gebaut, um Uran aus den Minen der Gegend ins Tal zu transportieren. Auf rund 5 Kilometern überwindet sie fast 400 Höhenmeter in engen Spitzkehren, direkt an der Felskante ohne Leitplanken. Für große Fahrzeuge ist die Strecke offiziell nicht empfohlen. Trotzdem wagen wir den Aufstieg mit unseren 19 Tonnen und 3 Achsen. Langsam, konzentriert und mit ordentlich Respekt vor jeder Kurve. Kurz davor treffen wir aber noch 2 richtig tolle Menschen. Sie fahren dieselbe Route wie wir, von Alaska bis runter nach Südamerika. Einfach etwas leichter und sportlicher unterwegs. Wir werden die beiden noch 2 weitere Male wiedersehen, einfach weil sie so cool sind. Für euch zu Hause heißt es jetzt einfach zurücklehnen, genießen und den Moki Dogway auf euch wirken lassen. Wir hoffen, dass wir keinen Gegenverkehr haben. Und wie geht's dir? Wie gefällt's dir soweit auf der BDR? Du, das gefällt sehr gut. Ihr wisst ja alle, ich liebe Offroad-Fahren, Freunde. Und deswegen habe ich richtig Freude hier zu fahren. Jetzt hat sich auch die Umgebung total verändert. Es ist echter Wahnsinn, muss ich echt sagen. Wie wir hier kreuzen, weiß ich noch nicht.
Also hoffen wir mal, drückt uns die Daumen, dass ja nicht ein Haufen Traffic ist, weil das andere Stück da hat es doch einige Pickups gehabt und Vans und so. Aber hier hoffen wir nicht, dass wir kreuzen müssen, weil es war da auch schon teilweise kritisch zu kreuzen. Also nur schon zwei normale Fahrzeuge, also PKWs oder Pickups. Ein bisschen durch den Schlamm, weil es hat ja die Tage geregnet hier und suchen uns jetzt ein geeignetes Plätzchen zum Schlafen. Wo wir nicht im Schlamm versinken. Hoffen wir nicht. Schönes Plätzchen haben wir gefunden. Yes! Mitten im roten Sand drin. Ja, mal was Neues für unsere Reifen. Einfach mal eine neue Farbkombo. Wie geht's unserem Heckträger? Der hat ja mal schlapp gemacht vor einem Monat. Ne, dem geht's gut. Der fährt wieder fleißig Offroad mit uns. Bis jetzt alles safe. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Zweiter Tag auf der BDR. Wir sind früh aufgestanden, haben aber ein bisschen genossen heute, gell? Wir sind es immer noch am Genießen, ja. Okay, verstanden, wir sind es immer noch am Genießen. Achtung, wenn eure Frau sowas sagt, dann bitte Achtung, dann geht's ernst. Hallo. Wir müssen manchmal am Morgen ein bisschen langsamer los, weil Thiago hat immer sehr das Reißen. Wir stehen um 6 Uhr auf, dann haben wir Kaffee getrunken und dann ist er eigentlich schon ready. Und ich brauche halt eine Stunde, 2 länger. Und dann ist es immer ein bisschen schwierig, dass wir beide uns finden. Und darum ist er jetzt eigentlich schon wieder ready to go. Und ich warte noch, bis mich der Spirit abholt. Okay. Danke für das. Ja. Ja, wir haben keinen Stress. Da oben, ich zeige euch das mal schnell. Da oben campen noch andere. Die sind gestern zu uns gekommen. Ein Vater mit 2 Kindern oder 3. Und er so, oh hey, habt ihr noch irgendwie einen Pulli oder so? Weil es wird doch nachts ziemlich kalt jetzt, so 4 Grad. Und dann haben wir den Pulli ausgelehnt, den haben wir auch noch nicht zurück. Also von dem her gesehen bleiben wir noch ein bisschen hier und genießen die morgendliche Stimmung, den Sonnenaufgang. Und dann geht's weiter Offroad. Sehr smooth bist du da durchgekommen. Ja, danke. Wir können also noch höhere Treppe nehmen. Ja, geht's gut, oder? Ja, Super. hatte noch Platz. Get 'em up, it's time to feel the heat. We're taking over now. Get up on your feet. Ain't no time to sleep. We're moving with the beat. Come on, rise up now. Let the rhythm set you free. Step into the light. Don't miss track and repeat. Come on, get on up, get them up and feel free. Oh, get up on your feet. Feel the street. Feel the beat. Yeah. Top. We moving elite. Get on up. Come on, let's bring that heat. Chase that dream. Ain't no time to retreat. Come on, get on.
Unser Mittagsplätzchen haben wir gefunden mit dieser wunderschönen Aussicht. Es ist uns kein Mensch entgegengekommen. Wir sind gut gefahren. Es war nicht so schlimm wie auch schon. Und jetzt schauen wir mal, wie es weiter wird, ob es weiterhin so ruhig bleibt, weil Kreuzen wäre sehr, sehr, sehr schwierig geworden. Ja, es ist atemberaubend, wie das hier aussieht. Und die Landschaft wechselt gefühlt alle 30 Minuten. Also da gibt es immer was zu sehen. Schaut selbst. Diese Geologie in Utah haut uns jedes Mal um. Kaum biegen wir irgendwo ab, stehen wir wieder in einer völlig neuen, verrückten Landschaft. Wir sind ganz allein hier und können es kaum glauben, dass man da einfach so durchfahren darf. Guten Morgen, hier sind wir wieder. Wir haben mediummäßig geschlafen. Nein, eigentlich schon gut, aber vielleicht hat mich die Schlange von gestern noch ein bisschen in meinen Träumen verfolgt. Und Thiago hat heute Morgen gemeint, er hätte schon wieder einen auf dem Baum gesehen, aber das war zum Glück keine. Wir haben wieder ein wunderschönes Plätzchen gefunden zum Übernachten. Und es ist jetzt 9 Uhr und darum geht es jetzt weiter. Ich gebe euch mal weiter an den Thiago. Vielleicht hat er auch noch was zu erzählen. Good morning. Hallo. Ja, was habe ich nicht mehr so viel zu erzählen, ehrlich gesagt. Was? Oh, falscher Knopf. Kamerabedienung. Kann euch noch kurz unser Plätzchen zeigen. Okay. Hier. Die Sonne ist schon am Aufgehen, richtig schön. In der Nacht wird es mittlerweile auch schon wieder richtig kalt. Das ist leider so. Und heute machen wir uns auf den Weg weiter auf der BDR und sehen, wo uns jetzt dann hin verschlägt, ne?
So, Freunde, wir sind wieder mal unterwegs. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie hoch schätzt ihr sind wir? Weißt du es? Schreibt unten in die Kommentare. Nein, Spaß. Wir sind auf 2500, 600. 2600 Meter. Und Thiago ist schon seit 15 Minuten sehr verblüfft, warum es hier noch Nadelbäume gibt. Und er hat schon leichtes Kopfweh. Wir üben schon wieder, wir machen schon wieder Höhentraining für die Anden. Ja. Und ja, unsere BDR fährt hier durch Stock und Stein. Ja, jetzt ist die Straße wieder ziemlich gut geworden. Ja, Aber die andere Passage, die Crazy Passage, habt ihr ja schon gesehen. Also das war schon nicht ohne. so lustig. Jetzt wollte ich da unseren Zuschauern hier das mal so ein bisschen zeigen. Weiß es auch nicht. Aber es sieht aus wie für Pferde. Aber es ist schon der Wahnsinn. Bis jetzt hatten wir wirklich praktisch keine Bäume, gar nichts, so ein paar Sträucher. Und jetzt auf 2600 Meter oben geht die Attacke los mit den Bäumen. Attacke! Attacke! Heute Morgen durfte sogar ich mal ans Steuer. Leider haben wir keine Aufnahmen davon. Aber ihr müsst mir jetzt halt einfach glauben. Ich durfte ein bisschen Offroad fahren und das hat sehr viel Spaß gemacht. Die ganzen, die challenging Parts irgendwie so ein bisschen ausfindig machen, wie man das richtig fährt. Einfach mal so das Gespür bekommt fürs Fahrzeug. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt stehen wir, glauben wir, zumindest an einem Canyon. Und den gehen wir jetzt mal anschauen. Die Stimmung heute bei uns ist ein bisschen gedrückt. Ich glaube, wir sind beide auch ein bisschen müde, weil die USA im Moment so viel zu bieten hat. Und manchmal wird man auch vielleicht fast ein bisschen filmmüde. Mir geht es oftmals ein bisschen so, dass ich mir jetzt denke, soll ich das jetzt auch noch aufnehmen und macht das Sinn? Ja, einfach, dass ihr auch mal wisst, wie das so ein bisschen dahinter abläuft. Dass nicht nur immer so, alles heiter, sondern manchmal, es hört sich jetzt irgendwie bescheuert an, weil es sich doch so einfach anhört, so eine Kamera in die Hand zu nehmen und ein bisschen zu filmen. Aber ihr wisst ja selbst, man steht nicht jeden Tag gleich auf, man ist nicht jeden Tag in Bestlaune, auch wenn man immer wieder bei solchen tollen Orten aufwachen darf. Aber es braucht halt immer mal wieder auch so ein bisschen Anstoß, wo man sich sagt, okay, komm, jetzt reißen wir uns zusammen. Jetzt sagen wir was Schlaues in die Kamera. Und wir wollen euch ja auch einen coolen Content bieten, der sehr nahbar ist und auch authentisch. Und darum könnt ihr auch wissen, dass vielleicht heute auch mal nicht alles so super rund lief. Und ja, jetzt zeigen wir euch aber hoffentlich einen schönen Canyon. Vielleicht wäre jetzt der richtige Moment zu sagen, dass die BDR eigentlich für Motorräder gedacht ist. Oh. Das könnte unser Ende sein. Nein, ist gut. Ist gut. Ja. Jetzt kann ich mit drüber. Gell? Okay, warte. Kannst du ein bisschen langsamer, bitte? Ja. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Oh Gott, jetzt das doch ab. Oh Gott. Ja, hast du noch ein bisschen gedacht.
Hier riecht's ja wie in Italien. Ja, heute gibt's Meatballs mit Tomatensauce und Spaghetti. Ja, erstmal ein bisschen italienisch. Und jetzt hoffen wir, das schmeckt genauso gut wie im Urlaub in Italien, oder? Das wäre schön. Wir wissen es doch nicht. Ja, aber es sieht schon so aus, als würde es nah dran kommen. Und hier draußen sieht es auch ein bisschen aus wie Italien. Schön, ne? Wie hat es dir so gefallen heute auf der BDR? Also ehrlich gesagt hat es mir sehr gut gefallen. Es war nicht so, wie ich es gedacht habe. Ich habe zuerst gedacht, ja, das ist alles crazy Offroad. Nein, ist es nicht. Aber teilweise ist es dann doch eher anspruchsvoll. Also die Passagen, die dann kommen, Die sind dann schlimm. die sind dann schlimm. Ja, so schlimm. Ich würde mal sagen anspruchsvoll. Aber ihr habt ja eh schon gesehen in den Aufnahmen, ja, das ist manchmal ein bisschen schwer, das so rüberzubringen auf den Aufnahmen. Ja, wisst ihr, wie da steht und so und das hast du nicht gesehen. Aber ja, ich hoffe, ihr kriegt da ein bisschen was mit, wie das so läuft da, ja. Guten Morgen, wir haben einen neuen Tag und eine neue Strecke heute. Mal schauen, wie es heute wird. Thiago hat gestern zwar schon einen Plan gemacht, wo wir durchfahren und was auf uns zukommt, und darum, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich das noch nicht weiß. Wir werden heute so hoch gehen, wie wir wahrscheinlich noch nie gewesen sind, auf 3000 Meter. Und da gibt es auch einige Spitzkehren, also mal schauen, wie wir das hinbekommen. Gestern war schon eng, also gestern war echt herausfordernd mit den einen Kurven. Ja, das war nicht ganz so easy. Und heute schauen wir mal, wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon auf dieser Strecke unterwegs sind. Bestimmt schon irgendwie eine Woche? Ja, muss fast so sein. Aber es kommt uns fast niemand entgegen. Wir sehen sehr wenige Menschen. Obwohl wir eigentlich gerade wissen, dass sehr, sehr, sehr viele Overlander in Utah sind. Durch das, dass wir halt alles hinten durchfahren, sehen wir eigentlich gar niemanden. Mal schauen, wie das in Moab wird, wenn wir dann nach Moab kommen. Dort ist immer so ein bisschen das Zentrum der Overlander. Ja, wir meiden auch ein bisschen so die, ja, wie soll ich sagen, die großen Parks, die Nationalparks wie Arches und Bryce, weil unsere Freunde ja noch kommen und das machen wir mit denen. Und Thiago und ich, wir durften das schon vor 3 Jahren erleben, haben wir einen Roadtrip in den Südweststaaten, also hier in Utah, gemacht und all diese Parks mitgenommen. Das hat uns sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt ist es umso cooler, wieder zurück zu sein mit dem eigenen Fahrzeug und all die Strecken zu fahren, die wir damals nicht fahren konnten, weil wir halt nicht das richtige Fahrzeug hatten. Und jetzt können wir das Ganze mal Offroad erleben, hinten durch. Genau, darum sind wir jetzt noch einen Moment hier in dieser Gegend. Die ist wunderschön, hier wird es dann nicht langweilig. Und ja, fahren noch ein bisschen Offroad. Wir gehen, seit wir auf der BDR sind, jeden Tag so um 8:30 Uhr los und fahren dann jeweils bis in den Nachmittag rein, so 14, 15 Uhr. Und dann suchen wir uns immer einen schönen Platz. Und die gibt es meistens auch. Hier brauchen wir nicht mal mehr iOverlander, weil hier fährt man bei den Plätzen einfach durch. Und das ist sehr cool. Und ja, heute erzählt euch der Driver mal, was er vorhat mit uns. Yes! Ich erzähle euch doch gerne mal, was ich hier vorhabe. Ich zeige euch auch sehr gerne mal, mit was wir navigieren. Das ist ja, wird ja auch oft noch gefragt von euch. Here we go. Wir nehmen für die Navigation, arbeiten wir mit Gaia. Und wie ihr hier seht, das habe ich runtergeladen. Das ist eine Export-File. Das ist die BDR. Kurz zur Orientierung, hier ist Salt Lake City. Und wir sind eigentlich hier unten gestartet. Beim ersten Punkt, das ist die Staatsgrenze zwischen Arizona und Utah. Und sind jetzt eigentlich alles hier querfeld eingefahren. Zurzeit befinden wir uns hier, wo die Kompassteil ist hier.
Und heute, Ziel für heute ist es eigentlich hier das Stück zu fahren. Es hat auch einige, wie man sieht, Spitzkehren drin und so weiter. Und wir sind zurzeit auf etwa 2900 Meter, 2800 Meter. Und es wird dann noch kräftig hochgehen heute. Auf etwa, ich denke mir so 3300, wenn ich das richtig gelesen habe in den Karten. Somit, yes, ich bin gespannt. Ich hoffe, die Straßen sind nicht so eng und wir kommen da gut durch. So weit haben wir es nicht geschafft. Hier oben ist irgendwie die Straße blockiert. Die machen was auf der Baustelle. Und es geht jetzt ein paar Stunden. Ja, also die Entscheidung war jetzt eigentlich ziemlich einfach. Es hat geheißen, es geht ein paar Stunden. Da hinten sind die Rohre, die sie da jetzt anscheinend verlegen. Und genau, also die tun Rohre verlegen. Und der nette Kerl hat uns hier angehalten. Hat gesagt, hey, ihr kommt hier nicht weiter, die Straße ist total aufgerissen. Und ja, es geht noch einige Stunden. Also ja, jetzt sind wir hier, aber wir haben eine super Aussicht, also es könnte schlimmer sein. Ja, ich finde auch. Und wir haben unser Zuhause ja immer dabei. Wir stehen ein bisschen schief, aber das macht gar nichts. Das sind wir schon alles gefahren hier unten. Wie lange haben wir jetzt gewartet? Ich glaube 2 Stunden. Oh, schwammelig. Ich glaube 2 Stunden, ja, so ungefähr. Wir haben ein bisschen Hier sehen gechillt. wir auch schon die Baustelle. Ja. Ich glaube zumindest, ja. Könnte sein. Hier vorne auch. Ja, die Jungs machen jetzt, glaube ich, Mittagspause und dann haben sie noch eine weitere Baustelle. Aber es war auch nichts signalisiert weiter unten oder irgendwas. Das machen die so ein bisschen Freestyle. Hier kommen nicht so viele Menschen durch. Nein, ich glaube, hier sind die Leute so, keine Ahnung, wenn es 50 Fahrzeuge am Tag sind, sind es wahrscheinlich viel. Voll.
So, Freunde, ihr habt's überstanden. Wenn ihr immer noch dabei seid, dann Chapeau. Da waren ein paar ganz schöne Spitzkehren dabei. Aber, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mit Thiago verheiratet bin, dieser Mann hat ein Talent, unseren Scania an Orte zu bringen, für die er zumindest fast gebaut wurde. Jutta, wir und unser Big Shrek fühlen uns hier pudelwohl. Wärt ihr mutig genug, sowas auch zu fahren, natürlich mit dem richtigen Fahrzeug? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Danke fürs Mitfahren. Wir holen euch nächsten Sonntag wieder ab.